Willkommen! Kennt ihr Shanna Bauk? Sie war eine schwedisch-deutsche Landschafts- und Porträtmalerin in einer Zeit, in der Frauen meist vom akademischen Kunstbetrieb ausgeschlossen waren. Sie schaffte es, Malerin und Lehrerin zu werden, indem sie als Privatschülerin bei etablierten Lehrern in Dresden, Düsseldorf und München lernte und sich so ihren Weg in die Kunstwelt ebnete. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. 1840 in Stockholm geboren, war sie die Tochter eines deutschstämmigen Komponisten und einer Schwedin. Neben 2 Brüdern hatte sie eine Schwester, eine Komponistin, die sie mehrfach porträtierte. Mit Anfang 20 verließ sie ihr Heimatland und studierte Malerei in Dresden bei Adolf Erhard, in Düsseldorf bei Albert Flamm und in München bei Josef Brandt und Dietrich Lankow. In München lernte sie die Malerin Berta Wegmann kennen, mit der sie lebenslang befreundet blieb, ein Atelier teilte und deutsche und norwegische Künstlerinnen wie Minna Stocks unterrichtete. Zusammen unternahmen sie zahlreiche Studienreisen, unter anderem nach Tirol und Venedig, und schließlich zogen beide 1880 nach Paris. Nach Erfolgen in Pariser Salons und auf der Weltausstellung 1893 unterrichtete sie an Frauenkunstschulen in Berlin und München und gehörte zu den wenigen Frauen in der männlich dominierten Kunstszene. Besonders wichtig war ihr die Förderung junger Künstlerinnen. Zu ihren bekanntesten Schülerinnen zählt Paula Modersohn-Becker, die sie unkonventionellen, wenig auf das Äußere achtenden Augenmenschen beschreibt. Sie blieb unverheiratet, hatte vermutlich keine Kinder und verstarb im Alter von 85 Jahren am 27. Mai 1926 in München, im selben Jahr wie Claude Monet. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Stil ist vom Realismus geprägt, zunächst vor allem in Landschaftsdarstellungen. Später wandte sie sich zunehmend auch dem Porträt zu, sodass ihr Werk ab den 1880er Jahren eine ausgewogene Verbindung von Landschafts- und Porträtmalerei zeigt. Auch entstanden zahlreiche Darstellungen mit Schiffsmotiven. Ihre Motive umfassen vor allem Landschaften, porträtierte Figuren, oft in ihrem Studio oder in Naturkontexten, sowie gelegentlich Stillleben oder Innenraumszenen. Auch entstand ein Porträtdialog zwischen ihr und Berta Wegmann, in dem sie sich gegenseitig malten und damit die Rolle als selbstbestimmte Künstlerin sichtbar machten. Zu ihren bekannten Werken zählen das lebendige Küstengemälde Fischerboote bei Ebbe mit detailreicher Figurenstaffage, das feinfühlige Bildnis Mädchen mit Katze im Bett und das besondere Porträtwerk von Berta Wegmann, wie sie im gemeinsamen Münchner Atelier ein Porträt malt und damit die künstlerische Partnerschaft und die Rolle von Frauen in der Kunst hervorhebt. Ihr Lebenswerk vereint Landschafts- und Porträtmalerei und spiegelt ihre bedeutende Rolle als Lehrerin und Förderin junger Künstlerinnen wider. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Shanna Bauk gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.